Oft kommt man beim Anstoß hoher Töne zu dem Punkt, dass der Hals eng ist und man das Mundstück stark gegen die Lippen drückt, damit man eben die Frequenz oben noch bekommt, damit der Ton dementsprechend herausschmettert, wenn es ein Signal ist, oder damit der Ton oben einfach noch kommt. Wichtig ist, wir machen hier immer eine kleine Vorübung, das heißt eine Trockenübung, stoßen hier nur mit dem Luftstrom an. Das heißt, wir nehmen unsere Trompete hoch, machen unseren Ansatz und die Öffnung etwas größer, so dass eben kein Ton kommt. Und dann klingt das Ganze so. Aber man merkt auch schon, also ich denke die Töne nach oben, C, D, E2 waren das jetzt. Und es stellt sich ein Gefühl ein, dass die Zunge gut punktiert, also gut anstößt und dass die Luft auch gut fließt. Und das ist schon mal entscheidend, dass ich hier nicht drücke und den Hals eng mache, sondern ich merke richtig, wie Luft aus meinem Körper strömt und ich spüre auch ganz deutlich das Zwerchfell, wie es sich stark macht. Und dann übertrage ich eben genau das auf die gespielten Töne. 1, 2, 3. Und da spürt man schon ganz deutlich, wie unten das Zwerchfell arbeitet. Mir ist es bei solchen Übungen immer wichtig, dass wenn ich zum Beispiel sage, okay, mein Training ist der Anstoß auf dem C3 zum Beispiel, damit der in Zukunft auch kommt, immer 1, 2 Töne höher trainieren. Da merkt man richtig, wie die Kräfte potenziell zunehmen. Ja, also der Anstoß auf C3 ist vergleichsweise einfach, wenn ich zum Beispiel daneben stelle D3 oder E3. Da merkt man einfach, da ist viel mehr Druck im Körper, das Zwerchfell ist richtig angespannt. Natürlich ist der Ansatz auch fester, weil ich dem Luftdruck ja standhalten muss. Wichtig ist hier aber, der Hals darf nicht zugehen und die Trompete, das Mundstück, das drücke ich nicht gegen die Lippen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass eben die Kräfte, die hier wirken, im Körper passieren und ich eben dadurch, dass ich auf die Lippen eben die Trompete ansetze, ein Trompetenklang kommt. Und ich drücke mich aber nicht kaputt, sondern ganz im Gegenteil, ich löse es mit der Funktionalität und den Fähigkeiten meines Körpers. Die Trompete kommt dann on top eben auf die Lippen. Und hier ist es wichtig, dass wir uns einschätzen können, beziehungsweise beim Training kennenlernen, bis zu welchem Ton kann ich das denn machen und wann kommt der Punkt, wo ich dann zum Beispiel eng mache oder anfange zu drücken. Und hier empfehle ich dir, Trompete absetzen, neu ansetzen, Lippenöffnung etwas öffnen und wieder eben diesen Druck, der im Körper entsteht, versuchen zu imitieren. Eben für einen Anstoß innerhalb der Trockenübung. Und wenn du das gemacht hast, ein gutes Gefühl hast, Trompete wieder spielen und dann eben genau an dem Punkt einsetzen. Wenn zum Beispiel das Problem des A2 ist, auch nochmal trocken üben, dann wieder mit den gespielten Tönen auf der Trompete. Und somit hast du immer ein Hin- und Herpendeln zwischen dieser Trockenübung und deinen gespielten Tönen auf der Trompete. Geh, wenn es geht, 1, 2 Töne höher als zum Beispiel dein Zielton, C2 zum Beispiel, und trainiere auch diese. Dann kannst du dir sicher sein, in der ernsten Situation, wie zum Beispiel beim Auftritt etc. pp., dann schaffst du es mit dem C3. Wenn das C schon der Grenzton ist und naja, manchmal klappt er nicht, wird es schwierig. Also geh ein bisschen drüber und dann kannst du dir in der Auftrittssituation sicher sein, du kannst es und dementsprechend kannst du es auch in so einer Situation dann abrufen. Achte dabei, dass sich dein Körper anstrengt bei diesen gestoßenen Tönen, aber wenn du dann mit der Übung fertig bist, dass die Anspannung abfällt, dass wir wieder locker werden. Und hier ist es eben auch wichtig, dass wir dann unser Lippenmaterial dementsprechend ausstreichen, etwas lockern
und eben dann zum Beispiel dem gegenüberstellen tiefe chromatische Töne unten in der eingestrichenen bzw. kleinen Oktave laufen lassen. Ja, somit haben wir wieder Anspannung, Entspannung, dass uns auf jeden Fall das auch beim Training deiner Trompete, bei deinem Trompetenspiel unterstützt. Also nicht immer nur drauf, 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 sondern immer in die Anspannung gehen, ins Training und dann auch wieder in die Entspannung. Und so kannst du dann dementsprechend auch die Ausdauer trainieren, dein Körpergefühl in unterschiedlichsten Lagen auch und dein Trompetenspiel einen Schritt nach vorne bringen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Lass gerne am Ende ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.